Herzlich willkommen zu einem neuen Spooky-Video hier auf meinem Kanal und damit zu einem ganz besonderen Video, denn das hier ist das angekündigte Solo-Geisterjagd-Video. Ich befinde mich hier im Wald an der Stelle, an der zum Kriegsende hin, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als hier ein nahegelegenes KZ aufgelöst werden musste, da sich die Alliierten näherten. An der Stelle, wo mehrere KZ-Häftlinge, die zu schwach und zu krank waren, um abtransportiert zu werden oder einen Marsch anzutreten, hinterrücks erschossen wurden von den Nationalsozialisten. Denn man erzählte ihnen, man würde sie zum nahegelegenen Ort bringen, zu einem Arzt, damit ihnen geholfen werden kann. In Wirklichkeit trieb man sie hier in dieses Waldstück, um sie dann achtlos zu erschießen. Soviel zu der Geschichte dieses Ortes und ich bin heute hier, um gemeinsam mit euch eine paranormale Untersuchung dieses Ortes zu machen. Ich habe heute vor, hier nur eine kleine lokale PU zu veranstalten, indem ich hier mal ein paar Katzenbälle hinlege und die Alice-Box mal zum Einsatz kommen lasse, denn ich habe gehört, viele von euch haben sich das schon lange wieder mal gewünscht, dass ich die Alice auch mal wieder verwende und das habe ich heute hier an dieser Stelle vor. Aber ich habe auch vor, einmal in den finsteren Wald zu marschieren, um ein paar EVPs mit dem Voice Recorder vielleicht aufzuschnappen und auch mit der Spirit Box zu schauen, was ich da vielleicht für Ergebnisse bekommen kann. Dort hinten werde ich dann später noch reinmarschieren. Mal schauen, wie weit. Ich weiß noch nicht, wie weit genau, aber auf jeden Fall habe ich vor, ein bisschen dort auch mal zu schauen, was wir da für Ergebnisse bekommen. Denn bisher haben wir uns immer hier vorne aufgehalten oder dort vorne, wo dieser Weg reingeht in dieser kleinen Schneise. Dort befindet sich ja die Hütte, in der wir auch letztens das rote Buch-Ritual gemacht haben, die liebe Alexandra und ich. Ja, ich bin heute, wie gesagt, alleine hier. Ich wiederhole mich gerade, ich weiß, aber ich möchte es noch einmal betonen. Ich bin gespannt, was mich hier heute erwartet. Jetzt habe ich da gerade hinter mir ein Licht gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Okay, spooky. Egal. Jedenfalls, ich habe einen Ouija-Coin mit. Man nennt ihn so, man nennt ihn aber auch Entscheidungsträgermünze, da er ein Ja und ein Nein jeweils auf den beiden Seiten hat. Und ich würde jetzt einmal diesen Ort allgemein fragen, ob ich hier überhaupt willkommen bin heute. Und man sagt, dass die geistliche Welt, wenn man diese Münze hochschnipst, quasi beeinflussen kann, wie sie fliegt und wie rum sie landet. Ob das wirklich so stimmt oder ob das nur Erzählungen sind, das weiß ich nicht, aber ich würde es gerne einmal ausprobieren. So sieht das Ganze aus. Auf der einen Seite haben wir ein Yes und wenn man das Ganze einmal flippt, haben wir quasi ein No. Und ich werde jetzt einmal diese Münze flippen und die spirituelle, geistliche Welt entscheiden lassen. Bin ich heute willkommen hier an diesem Ort? Bin ich erwünscht, heute hier mit euch in Kontakt zu treten? So antwortet mir bitte über diese Münze, die ich jetzt einmal in die Luft schnipsen werde. Ich bekomme ein Ja. Mein Name ist David und ich bin heute hier, um etwas über euch und euer trauriges Schicksal zu erfahren und ich würde mich freuen, wenn ihr bereit dazu wärt, hier mir heute auf diverse Fragen, die ich euch stellen werde, zu antworten. So, ich habe jetzt einmal 3 Katzenbälle platziert und auch aktiviert und ebenso die Alice-Box. Und ich würde dann jetzt gerne mal die erste Frage stellen. Und zwar, ist irgendjemand heute hier, der bereit ist, dazu mit mir zu sprechen? Und wenn ja, würdest du mir deinen Namen verraten? Weglaufen. Weglaufen. Abstimmung. Abstimmung. Ja. Habt ihr damals versucht, noch wegzulaufen, als die Nationalsozialisten euch kaltblütig anfingen, in den Rücken zu schießen? Was richtig gruselig ist, jetzt auf einmal scheint hier so eine Art Nebel aufzuziehen. Das ist sehr komisch. Aufsatz.
Aufsatz. Damit könnte jetzt der Aufsatz an einem Gewehr gemeint sein. Das K98 zum Beispiel hatte öfter auch ein Messer. Mai. Okay. Ich dachte gerade im Mai war diese Erschießung hier, aber die war im April tatsächlich. Aber im Mai endete, glaube ich, der Zweite Weltkrieg. Kann das sein? Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher. Ist denn irgendjemand hier aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs? Jemand, der Insasse in dem nahegelegenen Konzentrationslager war? Saft. Ihr dürft euch auch gerne jederzeit über einen der Bälle bemerkbar machen. Wenn ihr einen dieser Kugeln hier unten berührt, ich zeige euch mal, wie das geht, dann fangen diese an zu leuchten. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das einer von euch auch einmal machen würde. Ich gehe jetzt mal ein paar Schritte zurück, weil vielleicht habt ihr ja Angst vor mir. Ihr braucht aber keine Angst vor mir zu haben. Traut sich denn irgendjemand von euch, all seine Energie zusammenzunehmen und einen der Bälle dort zum Leuchten zu bringen? Man fühlt sich hier ultra beobachtet. Jetzt habe ich gerade eine Stimme gehört. Übel nehmen. Warum wird das hier so nebelig auf einmal? Tut ihr mir das gerade übel nehmen? Möchtet ihr lieber andere Fragen haben, die vielleicht nichts mit eurem Schicksal zu tun haben? Okay, dann würde ich jetzt einmal fragen, was habt ihr zu Lebzeiten außerhalb der Gefangenschaft gerne gemacht? Frigid. Das ist so merkwürdig. Alter, leuchtende Augen. Ich dachte gerade, es kommt auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht so rüber, aber es ist wirklich langsam ein bisschen nebelig hier. Ich weiß nicht warum. So, seht ihr das? Seht ihr das? Und eben, wo ich hierher kam, war hier absolut gar kein Nebel. Und es ist jetzt auch nicht kalt, es ist eigentlich relativ mild. Ich glaube 12 Grad oder so. Zungen. Soll man seine Zungen zügeln? Oder solltet ihr eure Zungen zügeln? War das ein Befehl an euch?
Das ist so spooky alleine hier. Und da will ich mit euch noch reingehen, tiefer in den Wald. Ob das eine gute Idee ist? Verzögert. Kam jetzt gerade aus der Alice-Box. Habt ihr nur die Möglichkeit, verzögert zu antworten? Braucht ihr noch ein bisschen Energie? Wenn ihr noch ein bisschen Energie benötigt, dürft ihr euch gerne an den Akkus meiner Kamera bedienen, wenn ihr das möchtet. Ich meine, ich habe jetzt schon erstaunlicherweise nach 15 Minuten Film schon 50% Akku verloren. Aber guckt euch mal diesen Nebel an. Seht ihr das? Okay, die Alice ist abgestürzt. Okay. Merkwürdig, weil ich gerade angeboten habe, dass sie von den Batterien Energie ziehen können, allerdings von meiner Kamera. Okay, gut. Dann würde ich sagen, da niemand von euch diese Bälle berühren wollte und scheinbar auch über die Alice nicht so gewollt ist, mit mir in Kontakt zu treten, werde ich nun das Equipment abbauen und anderes Equipment verwenden und ein bisschen weiter in den Wald hineingehen. Was ist das für ein Licht da hinter mir andauernd? Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich da irgendwie Lichter sehe. Dort hinten ist aber auch keine Straße. Naja, egal. Ich werde jetzt versuchen, mit dem K2 einmal hier tiefer in den Wald hineinzulaufen. Wünscht mir Glück, dass mich keine wilden Tiere anfallen. Und werde mal schauen, ob ich dort irgendwelche Veränderungen im elektromagnetischen Feld messen kann. Wenn ja, dann werde ich an diesen Spots Halt machen und versuchen, da wieder Kontakt aufzunehmen. Sollte ich keine Ausschläge bekommen, werde ich dennoch versuchen, mit dem Voice Recorder ein paar EVPs aufzuzeichnen. Boah, in diesem Nebel, da kann man auch mal ganz schnell so einen Geist im Augenwinkel sehen, ne? So die Lady in White oder sowas. Das ist schon unheimlich. Ich hoffe, der Nebel wird nicht noch dichter. Aber ich marschiere jetzt mal los gemeinsam mit euch. Kleiner Waldspaziergang mitten in der Nacht. Wir haben es, glaube ich, mittlerweile. Ich schaue mal auf die Uhr. Tatsächlich, wir haben es gerade genau Mitternacht. 1 Minute nach Mitternacht, um ehrlich zu sein. Okay. Handy ist natürlich auf Flugmodus. Jetzt hört man hier eine Kirchenglocke. Ist irgendeine Seele hier, die bereit dazu ist, mit mir in Kontakt zu treten? Falls ja, kannst du dich gerne bemerkbar machen über das Gerät mit der grünen Lampe in meiner Hand. Wenn du deine Energie bündelst und dich diesem Gerät näherst, dann kannst du das grüne Lämpchen ausschlagen lassen zu einem gelben, einem orangenen oder einem roten Licht. Je nachdem, wie viel Energie du besitzt. Du kannst dies gerne jederzeit tun. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du auf diese Art mit mir in Kontakt treten würdest. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich habe nur gute Absichten und ich möchte niemanden von euch etwas Böses tun. Ihr dürft euch natürlich auch gerne jederzeit anders bemerkbar machen. Zum Beispiel könntet ihr an einem Baum schlagen, an einem Baum klopfen.
Wenn ich nicht mehr hier erwünscht bin, dann zeigt mir das gerne, indem ihr dieses Gerät in meiner Hand bis ins Rote ausschlagen lasst. Ich muss auch sagen, dass ich dieses Waldstück hier überhaupt gar nicht kenne. Also ich kenne die Stelle da unten, da war ich ja schon mehrmals mit Alexandra, mit Brian. Allerdings heute zum ersten Mal alleine. Und ich weiß jetzt auch nur noch nicht, wo ich lang gehen soll, denn dort führt ein Weg und dort geradeaus geht auch noch ein Weg. Wir können ja erstmal geradeaus gehen. K2 ist immer noch ruhig. Keine Ausschläge. Boah. Das sieht echt unheimlich aus. Auf der Kamera kommt das gar nicht so doll rüber, aber schon ziemlich nebelig. Okay, vielleicht lege ich das K2 mal irgendwo hin und schaue dann. Das ist gerade ausgeschlagen. Habe ich jetzt gerade gar nicht so gesehen. Ich lege das einfach mal hier hin. Ist irgendeine Seele gerade hier bei mir, die bereit dazu ist, mit mir in Kontakt zu treten? Dann hast du über das Gerät mit der grünen Lampe jetzt die Chance dazu, indem du dich diesem Gerät näherst, kannst du mir zeigen, dass du hier bist und dass du vielleicht auch bereit dazu bist, mit mir zu sprechen. Jetzt höre ich gerade Schritte da unten. Boah, ich krieg so Gänsehaut. Das Schlimme ist einfach, wenn man Schritte hier im Dickicht hört von größeren Tieren, wo man nicht weiß, ob es Rehe sind oder Wildschweine oder vielleicht sogar Wölfe oder andere Prädatoren. Ich weiß, dass es hier einen ziemlich großen Luchs gibt oder eine Luchsfamilie, aber die sollen, glaube ich, nicht gefährlich sein und eher scheu. Aber so ein Wolf, auf den würde ich jetzt auch nicht unbedingt Bock haben, dass ich dem begegne. Okay, K2 bleibt ruhig, dann versuchen wir es mal mit dem Voice Recorder. Ich möchte mich trotzdem bedanken, falls irgendjemand versucht hat, über das Gerät mit der grünen Lampe zu kommunizieren, aber vielleicht nicht genug Energie hatte. Dann möchte ich trotzdem, dass du weißt, dass ich dir sehr dankbar für all deine Mühen und deine Versuche bin.
Okay, ich gehe jetzt mal ein Stück weiter. Boah, je weiter man reinkommt, desto unheimlicher wird es irgendwie hier, ne? Leute, alleine dafür, ja, dass ich das Ganze hier alleine mache. Ich meine, ihr habt abgestimmt, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür echt einen Daumen hoch gibt. Weil nach über einem Jahr die erste Solo-Geisterjagd und dann auch noch in so einem fremden Waldstück mehr oder weniger, zumindest hier tief drinne war ich ja wie gesagt noch nicht. Das ist alleine auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Ich bin jetzt auch schon ultra weit weg von diesem Kreuz, das irgendwo da ganz, ganz unten um die Ecke ist. Gut, versuchen wir mal die erste EVP aufzuzeichnen. Ist irgendjemand hier, der mit mir sprechen möchte? Kannst du mir vielleicht deinen Namen verraten? Mein Name ist David, wie heißt du? Ist irgendjemand hier, der mit mir sprechen möchte? Kannst du mir vielleicht deinen Namen verraten? Mein Name ist David, wie heißt du? Okay, das war jetzt ungünstig mit dem Krankenwagen, der hier irgendwo... Sorry, ich war gerade abgelenkt. Für eine Sekunde habe ich gedacht, da steht jemand. Aber ich glaube, das ist der Kopf, der einen hier ganz schnell einen Streich spielt. Ich bin ja sonst immer eher der Typ, der nicht so schnell Angst bekommt bei einer Geisterjagd und eigentlich auch nicht im dunklen Wald bei Nacht. Im Gegenteil, ich finde das ganz entspannt, aber das hier mit dem Nebel und der Historie im Hintergrund, dass hier mehrere Häftlinge erschossen wurden, kaltblütig, ermordet, das ist schon unheimlich. Hier wurden im Jahre 1945 mehrere Häftlinge kaltblütig von den Nationalsozialisten erschossen, hier in diesem Waldstück. Möchte mir irgendjemand etwas dazu sagen? So möge er jetzt auf dieses Gerät hier sprechen. Hier wurden im Jahre 1945 mehrere Häftlinge kaltblütig von den Nationalsozialisten erschossen, hier in diesem Waldstück. Möchte mir irgendjemand etwas dazu sagen? So möge er jetzt auf dieses Gerät hier sprechen.
Okay. Nichts. Es ist ziemlich ruhig heute. Merkwürdig. Ich werde jetzt einmal den Voice Recorder auf diesen Baumstumpf legen, eine Aufnahme starten und dann einfach mal davon weggehen. Mal schauen, ob wir da irgendetwas bekommen, wenn ich nicht unmittelbar dabei stehe. Ich werde jetzt dieses Gerät hier auf diesen Baumstumpf legen und die Aufnahme starten und werde dann ein paar Schritte zurücktreten. Und wenn ihr dann bereit dazu seid, mir irgendetwas mitzuteilen, dann könnt ihr euch diesem Gerät hier auf dem Baumstamm nähern und gerne etwas auf diesem Gerät als Nachricht für mich hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, ich stehe nun still. So, ich denke, das reicht. So, schauen wir mal, ob wir was bekommen haben. So, ich stehe nun still. Merkwürdig. Es hat sich einmal angehört. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Jetzt fokussiert meine Kamera nicht. Hallo? Stehst du gerade vor meiner Kamera? Okay. Warum fokussiert meine Kamera nicht? Was? Alter, was geht hier ab?
So langsam fühle ich mich hier wie in Silent Hill. Der Nebel wird immer dichter. Ey, scheiße, Mann, ich sehe hier kaum noch was. Langsam kriege ich aber auch Paranoia hier. Also auf der Aufnahme eben wollte ich sagen, hat es sich irgendwie zeitweise so angehört, als wenn Schritte ringsrum im Laub waren, obwohl ich mich ja gar nicht bewegt habe. Zumindest habe ich keine Schritte gemacht. Ich habe mich nur mal leicht gedreht mit der Kamera, aber versucht dabei geräuschlos zu bleiben. Also ich habe ein ganz unangenehmes Gefühl, gerade jetzt auch hier mit diesem ganzen Krankenwagen-Feuerwehrsound, der hier durch den ganzen Wald schallt. Okay, egal. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter. Denn wir wollen ja jetzt gleich die Spirit Box einmal rausholen. Ich habe das Gefühl, je tiefer ich hier reingehe, desto dichter wird dieser Nebel. Guckt mal. Seht ihr das vor meiner Taschenlampe? Das ist kein Regen. Das ist die Feuchtigkeit des Nebels hier. Wenn ich das Licht ein bisschen dämme, dann seht ihr das richtig. Guckt mal. Ungefähr so. So ungefähr ist meine Sicht tatsächlich. Ja, den Kollegen kennen wir doch. Ich sag ja nur Frankreich. Der Waldkauz. Ja, sollen wir noch weiter in den Wald? Ich glaube, ihr habt Bock drauf, oder? Okay, kommt. Auch mal die Komfortzone verlassen. Bisschen Risiko. So, ich mache jetzt mal die Spirit Box an. Also nicht erschrecken. Das nimmt mir natürlich. Das nimmt mir natürlich jetzt komplett hier. Ja, die Hintergrundgeräusche weg. Ich bin jetzt quasi gleich taub hier für die Umgebung. Also wenn mich ein Tier angreifen will, bin ich leichte Beute. Jetzt hat gerade die Kamera die Aufnahme beendet und da kam gerade, glaube ich, Lauf aus der Spirit Box. War das? Ich hoffe, ich habe das aufgenommen. Boah, was war denn das für eine Flüsterstimme? Mit wem spreche ich denn gerade? Ich würde gerne mit einem der ehemaligen Häftlinge sprechen, die ja kaltblütig ermordet worden sind. Ist das irgendwie möglich? Möglich? Magst du dich vielleicht einmal über das Gerät hier bemerkbar machen?
Gibt es irgendetwas, das ich über diesen Wald wissen sollte? Alter, jetzt habe ich mir gerade fast das Herz in die Hose gerutscht. Seht ihr diese Blätter, die überall runterfallen? Ich meine, klar, es ist Herbst noch normal, dass die runterfallen. Aber ich habe gerade so ein Blatt direkt an meinem Gesicht lang fallen gehabt und es hat mich berührt. Ich habe gerade so Gänsehaut. Ich laufe jetzt noch mal ein bisschen weiter. Spiritbox-Ergebnisse werte ich natürlich zu Hause dann wieder aus und untertitel die für euch. Ich konnte jetzt gerade nicht so viel wahrnehmen oder heraushören. Außer dieses penetrante Lauf am Anfang und danach stoppte meine Aufnahme direkt von alleine. Das war schon ein bisschen seltsam. Wir werden zum Abschluss auf jeden Fall unten am Kreuz an der Erschießungsstelle direkt. Oh, es wird so nebelig. Ich sollte echt bald wieder umdrehen. Ich sehe hier kaum noch was. Da werden wir dann nochmal eine kleine Pyramiden-Session machen, denn die habe ich auch mitgebracht. Ich habe übrigens auch mein Equipment jetzt einfach mal vertrauensvoll da unten stehen gelassen, in der Hoffnung, dass niemand um diese Uhrzeit hier in den Wald marschiert und dann mein Equipment-Bag stiehlt. Aber ich vertraue jetzt mal darauf, dass ich hier um nach Mitternacht alleine sein sollte. Ja, bisher konnten wir nicht so viele Ergebnisse einfahren, wie es aussieht. Aber dafür können wir unheimliche Atmosphäre einfangen. Das ist doch auch cool. Oh, auch dieses Teil, da sieht wieder aus, als wenn dort einer steht. Seht ihr das da? Spooky. Boah, ich sehe nichts mehr. Guckt mal, wenn ich das Licht dämme. Scheiße. Hier kommt schon wieder eine Abzweigung. Was meint ihr? Soll ich jetzt mal rechts gehen? Oder soll ich lieber auf dem Pfad bleiben, damit ich mich nicht verlaufe? Boah, hier wird der Nebel noch schlimmer. Ja, komm, wir bleiben auf dem Pfad. Safety first. Ich schmeiß jetzt nochmal die Spiritbox an. Eben war so ein Schlag auf einen Baum, den ich vorhin gefordert hatte. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Oh, ich fühle mich so beobachtet mittlerweile. Ich bin blind hier. Ich bin einfach blind. Trotz Taschenlampe, ich sehe kaum was. Alter, das ist nicht gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es heute so neblig wird. Hier fallen auch immer mehr Blätter runter. Es ist absolut unheimlich hier. Okay.
Ich werde nun noch einmal die Spiritbox anschalten. Das ist das Gerät hier in meiner Hand. Und ihr habt hier die Möglichkeit, über diverse Radiofrequenzen, die ich rückwärts abspielen lasse, euch Wörter aufzuschnappen oder mit mir über die Radiowellen kommunizieren. Mag mir vielleicht einmal jemand seinen Namen verraten? Mord. Das war, glaube ich, gerade ganz deutlich Mord. Wurdest du ermordet hier in diesem Waldstück? Das war, glaube ich, tot. Oder du? Wer bist du denn? Claudio? Hallo? War das gerade ein Hallo? Hallo, ich bin David. Oh, habt ihr diese Lache gehört? Oben. Max, hallo Max. Lauf. Bin ich in Gefahr hier, Max? Wer ist da? David ist hier. Max, bist du noch da? Wahnsinnig. Kam gerade. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Es klang, als wolltet ihr mich warnen. Soll ich wieder zurückgehen? Boah. Okay, ich möchte Danke sagen. Danke an alle, die gerade über dieses Gerät mit mir kommuniziert haben. Boah, ich fühle mich gerade so unangenehm. Ich habe gerade, glaube ich, eine Art Warnung bekommen. Ich versuche nochmal eine EVP aufzuzeichnen. Max, wenn du noch da bist, magst du mir einmal auf dieses Gerät hier sprechen? Und falls ich in Gefahr bin, magst du mir bitte sagen, was ich jetzt tun soll? Was war das? Ich spiel's nochmal ab. Das klang, als wenn da irgendeine Stimme drauf war. Great, probieren wir es noch einmal. Soll ich diesen Wald hier verlassen? Jetzt sofort.
Soll ich diesen Wald hier verlassen? Jetzt sofort. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf der einen Aufnahme könnte eventuell was gewesen sein. Boah. Komm, wir gehen jetzt noch mal ein kleines Stückchen weiter und versuchen mal so ein paar Sounds zu bekommen. Ganz ohne Geräte. Ihr könnt euch gerne auch jederzeit bemerkbar machen, indem ihr, wie ich vorhin schon einmal verlangte, was ihr später auch vielleicht getan habt, einmal an einen der Baumstämme schlagen tut. Ich werde jetzt einmal leise sein und ich würde mich freuen, wenn einer von euch an einen Baumstamm schlägt oder klopft. Ist noch irgendjemand hier, der mit mir sprechen möchte? Irgendeine Seele des Waldes? Du kannst auch gerne jetzt dort vorne auf meiner Kamera dich einmal zeigen oder du kannst auch die Aufnahme beenden, wenn du das möchtest. Kannst du irgendetwas an meiner Kamera da vorne machen? Und läuft noch die Aufnahme? Sie läuft noch. Guckt euch diese Nebel an, Leute. Also sorry, wenn das heute hier kein riesenlanges Video wird. Aber ich glaube, ihr habt Verständnis dafür bei dieser Sicht. Ich sehe gar nichts, ihr seht gar nichts. Wir werden an dieser Stelle umdrehen und noch ein kleines bisschen unten am Kreuz weitermachen. Denn ich habe die Vermutung, schaut euch das mal an. Man sieht ja gar nichts. Und dann werden wir schauen, ob wir da noch irgendwelche Ergebnisse bekommen mit der Pyramide, wie angekündigt. Ansonsten ist es heute hier scheinbar ziemlich ruhig. Ich meine, in der Auswertung sieht man vielleicht immer noch mal ein bisschen mehr. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Videos feiert, so mitten in der Nacht im Wald, an vielleicht ein paar historischen oder mystischen Orten. Oder ob ihr gerne nochmal einen Teil hier sehen würdet, vielleicht mit Alexandra und Brian zusammen. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn das motiviert die beiden vielleicht auch, hier nochmal her zurückzukehren. Jetzt fängt es wirklich an zu regnen. Gut, der Regen war auch angesagt, allerdings erst für ca. 1:30 die Nacht.
So spät haben wir es jetzt noch nicht. Ich hatte das eigentlich so getimt, dass ich hier im Trockenen bleibe. Aber gut, zur Not hätte ich da unten noch eine Hütte, in die ich ausweichen könnte. Ich finde, so ein Wald im Dunkeln ist irgendwie immer ganz schön gruselig, oder? Ich muss aber auch sagen, dass ich froh bin, wenn ich dann mal wieder mit Alexandra und Brian unterwegs bin. Denn zu zweit oder zu dritt fühlt man sich immer noch deutlich sicherer als alleine. Ich meine, ich habe früher immer und viel solche Trips alleine gemacht, auch im Wald und sowas. Aber mittlerweile hat man ja so einige paranormale Erfahrungen sammeln können, dass man merkt, dass man manchmal vielleicht auch angreifbar sein könnte. Und dann es vielleicht nicht so gut ist, unbedingt alleine sowas zu machen. Ich habe geguckt, dass ich heute sehr fit bin, ausgeschlafen, ausreichend gegessen, getrunken habe, sodass ich möglichst nicht angreifbar bin für die spirituelle Welt. Und grundsätzlich weiß ich, glaube ich, auch ganz gut, wie ich mich schützen kann. Nichtsdestotrotz, macht sowas nicht nach, macht sowas nicht alleine und geht auch nicht alleine nachts in den Wald. Das kann wirklich gefährlich sein. Es gibt hier wilde Tiere, es kann aber auch mal ein paar verrückte Menschen geben, die irgendwie im Wald auf einen lauern oder sowas. Man lebt ja nicht mehr in einer friedlichen Zeit. Deswegen sollte man aufpassen, was man tut und wo man es tut. Aber ich denke mal, wenn man das Ganze als Gruppe macht, dann sollte das kein Problem darstellen. Ein letzter Blick zurück. Wir sind zurück am Kreuz, an der Erschießungsstelle. Liebe Seelen des Waldes. Oh, ich habe direkt ein Nein bekommen. Noch ein Nein. Ich wollte gerade sagen, liebe Seelen des Waldes, bin ich hier noch erwünscht? Okay, die Antwort kam ziemlich schnell. Möchtet ihr, dass ich diesen Ort verlasse? Mit Rot könnt ihr Nein sagen, mit Grün. Auf der anderen Seite könnt ihr Ja sagen. Möchtet ihr, dass ich diesen Ort verlasse? Nein. Möchtet ihr weiter mit mir kommunizieren? Nein. Okay. Nein. Soll das eine... Nein. Was geht denn jetzt ab? Soll das eine Warnung sein? Wollt ihr mich warnen? Nein. Spreche ich mit irgendjemandem? Habe ich gerade Kontakt zu irgendjemandem aus dem Zweiten Weltkrieg? Kam direkt wieder rot. Ich verstehe das nicht. Was soll mir das sagen? Wurdest du hier erschossen?
Grün für Ja, rot für Nein. Nein. Hast du hier gelebt? Nein. Ich finde das komisch. Ich muss mal kurz die Pyramide checken. Ob das nicht Wassertropfen sind, die dort... Nö, ist nichts auf dem... Ist nichts drauf. Dann stelle ich die jetzt mal weiter hier vorne hin. So, ich frage nun einmal weiter. Wurdest du hier erschossen? Ist denn überhaupt irgendjemand hier, der heute mit mir sprechen möchte? Schon wieder nein. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe die jetzt woanders platziert, habe die Reichweite auch weiter runtergestellt, dass die nicht irgendwie dort hinten so einen Busch, der sich vom Wind bewegt, anvisiert, da die Reichweite ja mindestens 4 Meter geht, wo ich sie eben drauf hatte. Jetzt habe ich sie nur noch auf so 1,5 oder 2 Meter und trotzdem ging es auf Rot. Bist du ein ehemaliger Nationalsozialist gewesen? Nein. Bist du ein Gegner der Nationalsozialisten gewesen? Gerade kommt irgendwie so ein negatives Gefühl auf in mir. Okay, die Pyramide hat jetzt schon länger nichts mehr von sich gegeben, aber ich habe auch keine Fragen gestellt. Kannst du diesen Ort hier nicht verlassen? Ah. Ja. Okay. Jetzt habe ich keine Zweifel mehr. Ja. Vielen Dank für deine Antwort. Kann ich dir irgendwie helfen, diesen Ort zu verlassen? Jetzt kommen wieder so eklige Tierschreie aus dem Wald. Ja. Ich würde dir gerne helfen, den Weg ins Licht zu finden. Lausche dabei auf meine Stimme und... Mein Gott.
Lausche meiner Stimme und folge dem Licht meiner Taschenlampe. Lauf auf dieses Licht zu. Spüre die Wärme, den Frieden und die Freiheit, die dir dieses Licht spendet. Und gebe dich diesem Licht hin. Dieses Licht wird dich in den Frieden führen, wo du deine ewige Ruhe finden wirst, in Freiheit, in Frieden. Und alles Negative und alles Leid wird dort verschwunden sein. Folge dem Licht und folge meiner Stimme. Ich wünsche dir alles Gute auf dieser Reise. Mögest du in Frieden ruhen. Oha. Grün, grün, grün. Da ist niemand. Das ist krass. Ist das die Bestätigung, dass ich dir geholfen habe? Ja. Oh, ich fühle mich gar nicht mehr wohl hier. Der Regen wird stärker. Die Tiere drehen komplett durch. Die Pyramide dreht durch. Ich mach die jetzt aus. Kennt ihr die Hütte? Hier habe ich mit der lieben Alexandra neulich erst das Rote Buch-Ritual gedreht und auch schon damals meinen Livestream und sowas. Falls ihr übrigens mal wieder Bock habt auf einen Livestream, vielleicht auch mit Alexandra oder Herr Brian, weiß ich nicht, ob der da Bock drauf hat, aber dann lasst es uns auch gerne einmal wissen, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Diese Kerzen sind übrigens auch damals noch von uns. Voll cool, dass die hier immer noch nach über einem halben Jahr einfach stehen. Da das Wetter gerade richtig beschissen wird, auf gut Deutsch, würde ich sagen, das Video endet an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video ist einigermaßen lang genug für euch geworden und ich hoffe, es hat euch dennoch gut unterhalten. Die Ergebnisse waren jetzt ziemlich zurückhaltend heute hier. Ich hatte mir tatsächlich ein wenig mehr erhofft. Aber es ist nicht schlimm. So ist das nun mal mit den paranormalen Ereignissen. Manchmal passiert viel, manchmal passiert gar nichts und manchmal passiert wenig. Und ich gebe mich auch mit wenig zufrieden und ich finde diese Ergebnisse ausreichend. Nichtsdestotrotz würde ich diesen Ort gerne noch öfter besuchen und wenn ihr Bock darauf habt, dann lasst es mich gerne wissen, denn dann bin ich auch bereit dazu, noch einmal hierher zu kommen, entweder alleine oder mit Unterstützung. Wenn euch dieses Video hier heute gefallen hat, dann gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar dazu, ich beantworte wie immer jedes Kommentar höchstpersönlich und ich danke euch von ganzem Herzen und ganz, ganz wichtig, da ich jetzt offizieller YouTube-Partner bin, könnt ihr nun meine Videos auch hypen und ich würde mich freuen, wenn ihr meine neuen Videos auch immer hypen würdet, denn das bringt das Ganze nochmal deutlich nach vorne im Algorithmus von YouTube und das unterstützt mich auch unglaublich. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Bewerten und Kommentieren und wünsche euch allen da draußen noch einen angenehmen Abend, eine ruhige Nacht. Bis zu meinem nächsten Adventure auf Dark Tourism. Ciao, ciao.